Willst du wissen, was du machen musst, um ein Golf-Champion zu werden? Oder willst du wissen, was du machen musst, um dein Wunschhandicap zu erreichen? Dann ist das heutige Video genau richtig für dich. Denn heute geht es um die 5 wichtigsten Skills, um in Zukunft besser zu performen. Ich bin seit über 15 Jahren PGA Teaching Professional und beobachte Jahr für Jahr Golfer aller Handicap-Klassen. Und eines kann ich dir mit all meiner Erfahrung versprechen. Nachdem du dieses Video angesehen und vor allem auch verinnerlicht hast, wirst du in Zukunft bei all deinen Turnieren um 1 bis 2 Klassen besser performen. Ich werde dir heute zeigen, worauf du beim Training auf der Driving Range achten sollst. Ich werde dir heute zeigen, was du machen musst, um konstant zu driven. Ich werde dir zeigen, was du machen musst, um konstanter Golf zu spielen. Ich werde dir heute weiters zeigen, was du machen musst, um zu mehr Birdies oder zu mehr Birdie-Putts im Allgemeinen zu kommen. Und last but not least werde ich dir heute zeigen, was du machen musst, um lange Putts tot an den Fahnenstock zu spielen, um 3 Putts zu vermeiden. Lange Rede, kurzer Sinn. In diesem Video werde ich dir zeigen, was du machen musst oder machen solltest, um in Zukunft ein besserer Golfer zu werden. Fangen wir gleich an mit dem Thema Training auf der Driving Range. Das Wichtigste beim Training auf der Driving Range ist immer das Motto Qualität vor Quantität. Denn immer wieder sehe ich tagtäglich Spieler hunderte von Bälle auf der Driving Range raushauen. Und am Ende des Tages kommt dann immer die Einsicht, dass es sich wieder mal nicht ausbezahlt hat, stundenlang auf der Driving Range gestanden zu haben. Denn die Performance auf dem Platz ist gleich wie immer. Und der Grund dafür, warum das so ist das Wie. Und mit Wie meine ich nichts anderes als das, wie du eben trainieren und in weiterer Folge auch am Platz spielen solltest. Fang bitte in Zukunft an, dir eine Routine zu erarbeiten. Eine Routine, die du zuerst auf der Driving Range und in weiterer Folge am Platz einsetzt. Und zwar bei jedem einzelnen Schlag. Alles fängt an beim Probeschwung. Ich möchte dich bitten, mach bitte vor jedem Schlag einen Probeschwung. Den machst du deshalb, damit du ein Gefühl für den Schläger an sich bekommst. Denn schließlich ist jeder Schläger unterschiedlich lange. Immer wieder sehe ich halbherzige, unentschlossene Probeschwünge, die dann in weiterer Folge zu einem verminderten Selbstvertrauen beim Schlag führen. Und in weiterer Folge wiederum entsteht dann genau aus diesem Grund ein Fehlschlag. Versuche also stattdessen bitte einen guten, richtigen Probeschwung zu machen. Pack deine Technikgedanken in den Probeschwung mit rein. Denk beim Probeschwung daran, woran du gerade mit deinem Golf-Pro arbeitest. Denn bist du mit deinem Probeschwung erstmal fertig, dann solltest du im Kopf so frei wie möglich sein. Hast du deinen Probeschwung, der eben deinem normalen Schwung so ähnlich wie nur möglich ist, erstmal abgeschlossen, dann gehst du in weiterer Folge hinter den Ball und suchst dir ein Zwischenziel. Weiters möchte ich dich bitten, dass du bitte in Zukunft dir nach jedem Schlag auf der Driving Range ein neues Ziel suchst. Denn immer wieder sehe ich Spieler 30 Bälle, 30 Schläge hintereinander aufs gleiche Ziel zu machen.
die 100-Meter-Markierung zum Beispiel. Und das ist, was effizientes Golftraining betrifft, einfach katastrophal. Du suchst dir auf alle Fälle in Zukunft nach jedem Schlag ein neues Ziel und auf dieses neue Ziel suchst du dir dann ein neues Zwischenziel, das maximal eine Schuhlänge entfernt sein sollte. Und auf dieses Zwischenziel hin richtest du bitte zuallererst einmal deine Schlagfläche aus. Denn im Verhältnis zur Schlagfläche ist relativ egal, wohin deine Füße zeigen. Die Schlagfläche hat nämlich einen enorm großen Anteil, was die Richtung betrifft. Einen viel größeren Anteil, als die meisten Golfer denken. Und erst wenn die Schlagfläche zu 100% passt, erst dann kümmerst du dich in weiterer Folge um deinen Griff und danach darum, wie deine Füße stehen. Und genau dieses Prozedere solltest du bei jedem einzelnen Schlag machen, egal ob auf der Driving Range oder am Platz. Probeschwung, ein guter, richtiger Probeschwung. Zurückgehen, Zwischenziel suchen, auf das Zwischenziel hin die Schlagfläche ausrichten, den Griff einnehmen, den Stand finden und los geht's. Erst ganz leicht links, ein wenig zu kurz, aber gut. Am Platz würde ich ihn wahrscheinlich nehmen. Der zweite Punkt, der mir enorm wichtig ist, um eben ein Golf-Champion zu werden, ist ein langer, konstanter Drive. Um lange und konstant driven zu können, musst du wissen, dass du deinen Driver auf keinen Fall gleich schwingen kannst wie ein Eisen. Beim Driver liegt der Ball weiter vorne im Stand, was zu einer Änderung der Schwungbahn führt. Das heißt, würdest du deinen Eisenschwung 1:1 beim Driver einsetzen, dann wärst du wahrscheinlich einer von 100.000 Slicern am Golfplatz. Ab deiner Körpermitte wandert deine Schwungbahn mehr und mehr nach links. Und was es eben heißt, mit einer Schwungbahn von außen und einer offenen Schlagfläche einen Ball zu schlagen, das brauche ich, glaube ich, nicht weiter erläutern. Denn dafür gibt es einfach zu viele Vorzeigeslicer auf dieser Welt. Was ist nun die Lösung? Wie kannst du in Zukunft lange und gerade driven, wirst du dich nun fragen. Ich bin der Meinung, dass 99% aller Golfer auf die Schlagfläche, auf die Schlagflächenstellung an sich reagieren. Warum traue ich mich das zu behaupten, wirst du dir nun denken. Ich habe letztes Jahr bei einem Platzreifekurs ein kleines Experiment gewagt, indem ich jedem Teilnehmer einen zu starken Griff verpasst habe. Und noch nie zuvor habe ich so viele Hooks, so viele deutlich zu weit von innen kommende Spieler bei einem Platzreifekurs gehabt. Das heißt, egal ob blutiger Anfänger, Single-Handicapper oder Golf-Pro, jeder Spieler reagiert mit der Schwungbahn auf seine Schlagflächenstellung. Das wiederum heißt, um den Driver lange und gerade schlagen zu können, brauchst du aufgrund der vorne liegenden Ballposition einen etwas stärkeren Griff als bei Eisenschlägen. Kannst du bei deinen Eisenschlägen zwei Knöchel deiner linken Hand als rechtsspielender Golfer erkennen, dann möchte ich dich bitten, beim Driver auf 3 Knöchel zu gehen. Wobei ich natürlich explizit dazu sagen möchte, dass jeder Griff bei jedem Golfer individuell behandelt gehört. Denn die wenigsten Golfer aus meiner Sicht können oder sollen mit einem 2-Knöchel-Lehrbuchgriff spielen. Ich brauche zum Beispiel, da ich weiß, wie mein Handgelenk arbeitet, 3 Knöchel
bei meinen Eisenschlägen und sogar 4 Knöchel bei meinem Driver. Viele meiner Schüler brauchen aber wiederum oft nur einen Knöchel bei ihren Eisenschlägen und 2 bei ihrem Driver. Es kommt also immer auf den Spielertypen an. Was ich aber sagen möchte, ist das, dass man bitte immer beim Driver mit einem stärkeren Griff arbeiten sollte. Und je nachdem, ob du ein Spielertyp bist, dem die Rechtskurve leichter fällt, oder ein Spieler, dem die Linkskurve leichter fällt, solltest du mit einem offenen, nach links ausgerichtetem Stand spielen oder mit einem nach rechts ausgerichteten, geschlossenen Stand spielen. Ich zum Beispiel bin ein Spieler, der den Fade, die Links-Rechts-Kurve bevorzugt und sollte deshalb immer mit einem leicht offenen Stand spielen. Und dieses Loch hier bietet sich einfach an, einen kleinen Fade reinzuschlagen, von links nach rechts. Ja, da ist er, der ganz kleine Fade. Ich hatte eine Schwungbahn 2,8 Grad von außen und eine Schlagfläche, die zur Schwungbahn 0,4 Grad offen war. Ich hatte 246,2 Meter Länge Carry und ich hatte 256,4 Meter Gesamtlänge. Und das Ganze mit einer Clubhead-Speed von nur unter Anführungszeichen 109,2 Meilen. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Finde deine Kurve und baue dein Spiel darauf auf. Die wenigsten Spieler, selbst Tourpros, sind in der Lage, den Ball problemlos in beide Richtungen kurven zu lassen. Jeder spielt seine Kurve. Und ich möchte dich bitten, geh jetzt mal raus auf die Driving Range und versuche, den Ball kurven zu lassen. Und finde für dich selbst heraus, in welche Richtung es für dich leichter ist. Für Frauen, Senioren oder Herren mit einer geringeren Schlägerkopfgeschwindigkeit empfehle ich immer den Rechtsdrall, da der meistens mit mehr Höhe und in weiterer Folge mit einer besseren Carry-Länge verbunden ist. Wie entsteht denn eigentlich Drall am Ball? Und wie hilft mir das beim Spielen am Platz? Genau das wirst du dir nun denken, oder? Ist die Schwungbahn von vorne außen nach innen hinten und die Schlagfläche dabei nach rechts verdreht, wir sprechen hier von einer offenen Schlagfläche, dann wird der Ball nach rechts kurven. Und ist die Schwungbahn von innen nach außen, vereinfacht erklärt, und die Schlagfläche nach links verkantet, dann kurvt der Ball nach links. Und jeder Spieler, egal ob Anfänger oder Profi, hat eine Kurve, die ihm leichter fällt. Und bist du ein Spielertyp wie ich zum Beispiel, dem der Rechtsdrall leichter fällt, dann möchte ich dich bitten, am Platz folgendermaßen vorzugehen. Beim Drive an sich richtest du dich bitte in Zukunft auf den linken Fairwayrand aus. Gib dem Ball Platz zu kurven. Jedoch ziel bitte nicht so weit nach links, dass der gerade Schlag ins Out oder in die Penalty Area gehen kann. Fängt dein Ball zu sehr zu kurven an, dann arbeite bitte daran, wie bei Punkt 2 erwähnt, an deinem Griff, der eben beim Driver etwas stärker sein soll als beim Eisenschlag, um den Ball eben relativ gerade spielen zu können. Relativ gerade. Natürlich, es darf ein kleiner Rechtsdrall sein, aber er darf keinesfalls zu groß werden. Denn dann würdest du natürlich Länge verlieren. Das ist ja der ganz kleine Fade. Trifft er sogar das Grün. Jawohl! Und der rollt noch hinten in die Penalty Area rein.
Gratulation, falscher Schläger am falschen Loch. Nichtsdestotrotz kein schlechter Drive. Ich hatte eine Schwungbahn 4,1 Grad von außen nach innen. Die Schlagfläche war zur Schwungbahn 0,3 Grad offen und mit einer Clubhead Speed von 110,5 Meilen habe ich eine Carry-Länge von 266 Metern und eine Gesamtdistanz von 274,3 Metern erreicht. Besser wäre natürlich 274 Meter gewesen, denn dann wäre der Ball trocken geblieben. Was den Schlag aufs Grün betrifft, möchte ich dich bitten, lass den Ball immer Richtung Grünmitte starten. Attackiere Fahnen, die am rechten Grünrand stehen und lass die Finger oder pass auf, wenn die Fahne links am Grün steht. Also, ich ziele nun Richtung Grünmitte, möchte den Ball auch Richtung Grünmitte starten lassen und dann darf die Kugel nach rechts strahlen. Der Ball startet Richtung Grünmitte und kurvt dann eben zur Fahne hin. Und hätte ich den richtigen Schläger gewählt, dann wäre es wahrscheinlich gar kein schlechter Schlag gewesen. So ist er allerdings ein wenig zu kurz. Offline war die Kugel 4,2 Meter und er entfernt sich weiterhin der Fahne. Na gut, was soll's. Wärst du nun ein Spieler, der sich mit dem Linksstrahl leichter tut, dann zielst du beim Drive bitte auf die rechte Fairway-Seite und lass den Ball zurück reinkurven und bei Fahnenpositionen oder was Fahnenpositionen betrifft, attackierst du die links stehenden Fahnen und lass die Finger von rechts stehenden Fahnen. Punkt Nummer 4, um ein Golf-Champion zu werden, ist ein gutes Short Game. Speziell geht es mir da um die Schläge 40 bis 100 Meter Entfernung. Erarbeite dir eine Wedge-Matrix. Was meine ich damit? Du musst für dich herausfinden, wie weit du mit deinen Wedges schlägst, wenn du bis 9 Uhr, 10 Uhr oder 11 Uhr ausholst. Das Uhrzeigersystem ist dir bestimmt schon bekannt. Nur habe ich in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass mit einem kürzeren Rückschwung der Kontakt meist deutlich schlechter wird. Der Grund ist meiner Meinung nach der, dass die Hände, nachdem sie beim Rückschwung bewusst gebremst wurden, den Durchschwung einleiten und damit meist zu viel Shaft Lean im Impact herrscht. Zu viel Shaft Lean im Impact führt im Allgemeinen zu dünnen Treffern, tiefen Divots und schlechten Kontakten im Allgemeinen. Außerdem lässt sich die Länge bzw. die Ballgeschwindigkeit kaum kontrollieren. Deshalb möchte ich dich stattdessen bitten, in Zukunft über die Standbreite und mit einem vollen Rückschwung zu arbeiten. Geh her und schau, wie weit du mit einem Sandwedge kommst bei einer Standbreite, wo nur ein Schlägerkopf zwischen deinen Füßen Platz hat. Denn durch den schmäleren Stand wirst du automatisch nur noch kürzer ausholen können und du kannst mit dem Gefühl von einem vollen Schwung arbeiten. Du holst also gefühlt voll aus, soweit es geht, und durch den schmäleren Stand an sich wird dein Rückschwung deutlich verkürzt sein. Deine Hände werden dadurch allerdings in Zukunft den Durchschwung nicht mehr zu aktiv einleiten und Shaft Lean oder zu viel Shaft Lean wird in Zukunft keines deiner Probleme mehr sein. Hast du das Ganze mit der ersten Standposition erledigt, dann gehst du her und findest für dich heraus, wie weit du Bälle schlagen kannst mit einer Standbreite von 2 bzw. 3 Schlägerköpfen zwischen deinen Füßen. Mit einem Schlägerkopf bin ich zum Beispiel hier limitiert,
mit 3 Schlägerköpfen zwischen meinen Füßen kann ich dann doch bis hierhin, also deutlich weiter ausholen. Das machst du natürlich bitte mit all deinen Wedges. Das schreibst du dir dann in weiterer Folge nieder und das wiederum, das Niedergeschriebene, das heftest du dir bitte an dein Golfbag. Denn Längenkontrolle bei Schlägen ist wahrscheinlich der große Unterschied zwischen Amateurgolfern und Golfpros. Da trennt sich wahrscheinlich die Spreu vom Weizen. Und passend dazu kommen wir nun zum letzten Punkt des heutigen Tages. Das heißt, du bist nur noch einen Punkt davon entfernt, ein echter Golf-Champion zu werden. Jetzt geht's um die Längenkontrolle beim Putten. Erarbeite dir bitte ein System, bei dem du Distanzen von 2, 4, 6, 8, 10 Meter wiederholbar spielen kannst. Vielen meiner Spieler habe ich den Tipp gegeben, ähnlich wie bei einer Wedge-Matrix, über die Standbreite wiederum zu arbeiten. Das heißt, wie weit rollt der Ball, wenn ich bei einer Standbreite von einem Schlägerkopf zwischen meinen Füßen von Schuhspitze zu Schuhspitze schwinge. Was natürlich in dem Fall jetzt sehr, sehr wichtig ist, ist ein guter, gleichmäßiger Rhythmus. Coca-Cola oder Gin Tonic sind da passende Wörter, um eben am Rhythmus zu arbeiten. Und bist du am Weg zum Golfprofi, dann verwendest du stattdessen bitte ein Metronom. Hast du für dich erstmal herausgefunden, wie weit dein Ball rollt, wenn du von Schuhspitze zu Schuhspitze schwingst, bei einer Standbreite von nur einem Schlägerkopf zwischen deinen Füßen, dann machst du das Ganze ähnlich wie bei der Wedge-Matrix, auch wieder mit Standbreiten von 2, 3 und 4 Schlägerköpfen zwischen deinen Füßen. Damit bekommst du oder hast du ein super System, um 3 Putts zu vermeiden. Da auf allen Plätzen, Golfplätzen dieser Welt Grüns unterschiedlich schnell sind, möchte ich dich bitten, dich zuerst am Übungsgrün ein wenig einzukalibrieren und zu überprüfen, ob du dich vielleicht ein wenig anpassen musst. Speziell was die Denkweise betrifft. Es kann zum Beispiel sein, dass dein 2 Meter Putt plötzlich zum 1,5 Meter oder 3 Meter Putt wird. Je nach Grüngeschwindigkeit oder je nach äußeren Verhältnissen musst du dich eben ein wenig auf die Situation anpassen. Aber du hast eben, wie bereits gesagt, ein super System, was eben Längenkontrolle beim Putten betrifft. Und mit diesen 5 Tipps bin ich mir sicher, wirst du zum Golf-Champion. Teile dieses Video bitte mit deinen Freunden, schicke es ihnen per WhatsApp und abonniere meinen Golf-Channel, um in Zukunft keine Golf-Tipps mehr zu verpassen. Abschließend möchte ich mich wie immer herzlich fürs Zuschauen bedanken und ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend, ein schönes Spiel. Ciao.